Schön, dass Sie heute live dabei sind. Ich bin Berta Bayer und ich freue mich sehr, Sie durch die nächsten 30 Minuten führen zu dürfen. Denn in den letzten Monaten hat unser Team mit voller Leidenschaft hart an etwas gearbeitet, was die digitale Produktions- und Logistikplanung auf ein neues Level heben wird. Und gemeinsam mit Konstanze Klee, unserer Product Ownerin heute, und natürlich CEO Matthias Kellermann werden wir heute euch zeigen, woran wir so hart gearbeitet haben. Und natürlich, wie die Planung künftig direkt im Browser sein wird. Denn das ist natürlich das Herausstellungsmerkmal, was wir heute zeigen werden. Denn was macht's für einen Unterschied? Es ist vor allem schneller. Viel, viel schneller. Wie ich auch schon durch Gespräche jetzt erfahren habe, ist das, was für Planer entscheidend ist, dass man direkt sieht, wenn man Änderungen macht. Denn bisher musste ein jeder Planer schließlich in puncto Software mit dieser ein oder anderen längeren Wartezeit kämpfen. Mit Epilog Next Gen können Sie jetzt kollaborativ und in Echtzeit miteinander arbeiten. Und darauf freuen wir uns, das heute natürlich auch zu sehen. Und weil wir viel vom Pferd erzählen können, haben wir heute jemanden mitgebracht, nämlich Milan Auracher von Solve Next ist heute mit dabei. Herzlich willkommen. Wir wollten, dass Sie aus der Planung, aus dem täglichen Alltag direkt auch noch mal hören, wie sich das fühlt und wie man arbeitet bei uns mit Epilog. Und er als selber arbeitet nun mal seit vielen Jahren schon mit Epilog, betreut unter anderem Mercedes-Projekte und Milan wird dann natürlich aus der Praxis berichten, welche Vorteile diese neue Webversion bringt und was ihm besonders gefällt. Also freuen Sie sich auf 30 Minuten Insights und danach natürlich die Fragerunde, wo Sie mit unseren Expertinnen und Experten natürlich auch noch mal ins Gespräch kommen können. Ansonsten viel Spaß, viel Freude. Ich würde sagen, Konstanze, Matthias, Bühne frei. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die einleitenden Worte, Bea. Wir arbeiten ja die letzten Monate sehr intensiv mit ePolog Next Gen, aber lass uns zum Start noch mal ganz kurz zurückblicken. Wie sieht denn eigentlich die bisherige aktuelle Version aus? Weil da haben wir ja sehr viel gelernt, auch durch das Feedback unserer Kunden. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir da jetzt schon ganz, ganz viel einarbeiten konnten. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, die Views anzuordnen. Und wer schon Jahr und Tag mit ePolog arbeitet, hat es geliebt und sich da die Fenster entsprechend hin und her geschoben. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Jedes Mal ist die Anordnung eine andere. Ich recht finden und muss dann gucken, wo kann ich jetzt eigentlich interagieren. Äh, Da muss man wissen, welches Fenster man dann entsprechend hier oben einblenden muss. Und da wirst du ja gleich zeigen, dass wir das hier deutlich vereinfacht haben. Anderes Thema, was wir immer wieder gerne diskutiert haben mit unseren Anwendern: Wenn ich mit dem Tablet vor Ort gehen könnte und einfach mal meine aktuelle Planung, meinen aktuellen Ist-Stand aufrufen und vor Ort vergleichen, stehen die Regale so, wie ich das im digitalen Modell habe, oder gibt es dort Abweichungen? Kann ich das gleich korrigieren? Das ist auch was, was jetzt mit ePolog Next Gen möglich ist, dass man direkt auch auf einem Touch-Endgerät wie einem Tablet mal was angucken kann. Das ist nicht dafür gedacht, dass man dann stundenlang darin plant, aber man hat es immer auch mit dabei und kann sich das dann live angucken. Und last but not least war gerade für Supermärkte oder große Bereiche, Planungsabschnitte immer der Wunsch: „Mensch, könnte man nicht zu zweit, zu dritt gleichzeitig in einem Planungsabschnitt arbeiten und dort unterschiedliche Themen bearbeiten, vielleicht nicht am gleichen Regal zerren, der eine nach links, der andere nach rechts, aber gerade in einem Supermarkt ja durchaus üblich, dass ich verschiedene Ecken habe, wo ich dann planen möchte. Und all das ist jetzt möglich. Aber Konstanze, was mache ich denn jetzt mit meinem schönen Workspace-Modell hier? Wie komme ich jetzt von diesem Projekt in ePolog Next Gen ins Web? Kannst du mir da mal helfen? Ja klar, eigentlich ist es ganz einfach, wie du jetzt weiter vorgehen kannst. Ich sehe, du hast alle Änderungen gespeichert und du hast sie bestimmt auch schon einmal publiziert. Wir können gleich noch mal zusammen gucken, wenn du auf den Publish-Button klickst.
solltest du dann entsprechend eine Prüfung haben, ob es noch irgendwelche Änderungen gibt, die vielleicht nicht auf unseren gemeinsamen Datenstand mit synchronisiert sind, weil wir arbeiten ja bei uns immer auf einer gemeinsamen Datenbasis für die Materialfluss und für die Bereitstellungsplanung. Wenn dem dann so ist, kannst du wahrscheinlich gleich bestätigen. Genau, keine Änderungen. Perfekt, dann schließen wir die Ansicht und du kannst über Trigger Migration den Button, den haben wir jetzt neu hinzugefügt, kannst du entsprechend die Migration so anstoßen, dass, wenn ich jetzt genau deinen gleichen Planungsbereich mir öffne im Web, dass ich dann entsprechend auch das Gleiche sehe, was du jetzt zuvor geplant hattest in Epolog for Workspace. Somit solltest du eigentlich gar keinen Aufwand haben, Das ist ja die cool. Dinge im Web zu sehen. Dann zeig doch mal, was man dann im Web machen kann und wie Epolog Next Gen aussieht, Cassandra. Ja, ich habe mir deinen Planungsbereich gerade schon geöffnet, wo wir unterwegs sind. Ich sehe jetzt Das ging ja gerade schnell. Wow. Ich sehe jetzt gerade hier von 2D, von der Draufsicht, meine gesamten Materialflächen, die sind in dunkelblau hinterlegt und ich sehe auf den einzelnen Flächen, kann ich auch gerne mal ein bisschen näher ranzoomen. Hier bei mir in der Anstellung sehe ich dann unterschiedliche Elemente platziert. Wir sehen hier zum einen Regale und wir sehen auch Behälter. Sobald ich ein bisschen näher hinzoome, sehe ich dann auch mehr Informationen. Was ich auch sehe, ist zum Beispiel, wie stark ist mein Regal ausgelastet. Das ist für mich in der Planung schon mal einer meiner ersten Indikatoren. Habe ich überhaupt noch Chancen, Material in dieses Regal zu integrieren? Wir sehen jetzt hier 54% Auslastung, lässt mich hoffen, dass ich noch gute Chancen habe. Ich habe aber auch hier ein Regal mit 98% Auslastung. Da wird es dann vermutlich für mich etwas schwer werden, noch weitere Behälter zu integrieren. Was finden wir sonst noch in dieser Ansicht? Einfach mal, dass du einen kurzen Überblick auch hast. Wir haben hier oben eine Materialliste, die ich mir anschauen kann, die ich filtern, sortieren kann. Ich kann die einzelnen Spalten vertauschen, wie es für mich am besten ist. Ich habe hier alle Optionen zu filtern, sortieren, wie ich möchte, zur Hand. Kann auch mir die Spalten ausblenden. Sieht man jetzt zum Beispiel auch hier. Ich habe manche Spalten auch mit ausgeblendet. Schließen wir gleich mal die Ansicht. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest immer wieder mal viel, Matthias, und du willst auch kurz mal Änderungen durchführen, vielleicht umplanen, schauen, was würde jetzt meine eine Änderung bewirken, überlegen, ist jetzt mein Regal beispielsweise hier auf der rechten Seite der Materialfläche besser angeordnet oder auf der linken. Kannst du verschieben, kannst du natürlich auch wieder rückgängig machen. Du hast hier die komplette Liste mit Undo Redo zur Hand, kannst auch Änderungen dann wieder, die du aus Versehen vielleicht mal rückgängig gemacht hast, hier herstellen. Das ist so mal ganz kurz die Übersicht. Je nachdem, wie du planst, ich weiß, manchmal wollen wir auch Dinge außerhalb von Flächen platzieren, schnell für Umplanungen oder auch mal kurz Überlappungen zulassen. Kannst du alles machen. Dafür gibt es Einstellungen. Das liegt ganz bei dir, wie du arbeitest und auch mit welchen, sag ich mal, Dimensionen du unterwegs bist, ob du in Metern oder in anderen Einheiten planen möchtest. Was wir hier noch sehen, ist eine Suchleiste, die zeige ich dir später dann mal noch, weil ich glaube, die hilft dir noch schneller, die Dinge zu finden, die du bisher gesucht hast. So, wir sind jetzt hier auf einer Materialfläche. Ich habe hier ein paar Materialflächeninformationen zur Hand. Ich sehe auch die Auslastungen von meinen einzelnen Flächen und ich sehe auch, welche Materialien befinden sich drauf. Und wenn ich mir so meine Materialien hier anschaue auf der Fläche, aber auch wenn ich mir die Behälterdimensionen anschaue, ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir uns jetzt mal diese ganzen kleinen Behälter, die ganzen KLTs in ein Regal gemeinsam reinpacken, um einfach besser zu planen. Die Option, die kann ich hier direkt aufrufen und wir werden dann alle Regale aufgelistet aus meinem Katalog. Ich habe jetzt gerade hier bei mir nur ein Regal zur Hand. Das platziere ich mal. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Regal ist jetzt natürlich leer in meinem Rohzustand und ich kann jetzt verschiedene Behälter, zum Beispiel hier, in dieses Regal hinzufügen und du siehst auch immer direkt über KPIs, wie stark ist denn meine Fläche im Regal, also meine Regalebene ausgelastet, wie viel Regalebenen Anstellkante, wenn man das Wort so nehmen kann, habe ich dann immer noch zur Verfügung, dass ich einfach wirklich genau weiß, was habe ich noch für Potenziale zur Hand und wie kann ich da mein Regal ausplanen. Ich platziere jetzt hier einfach mal ein paar Behälter in dem Regal. Man sieht auch schön, wenn jetzt ein Behälter noch ausreichend
Platz hätte auf dieser einen Regalebene, dann wird er mir natürlich auch da direkt mit reingezogen. Ich zeige es jetzt hier noch mal, habe es grade kurz gestoppt, dass wir jetzt zum Beispiel hier auch diesen Behälter mit reinbekommen, können dann hier einfach mal das Regal uns voll machen, wie wir möchten. Das ist so mal eine der Anpassungen, die wir haben, dass du einfach immer schön auch mit Kennzahlen arbeitest, die Kennzahlen dir direkt angezeigt werden, du aber auch den Behälter oder das Regal jetzt hier wirklich schön ausrichten kannst. Möchtest du doch mal ein bisschen mehr Details wissen, was befindet sich denn auf meiner Regalebene, siehst du hier alle Details zur Hand. Und ich weiß, du willst manchmal auch ein bisschen mehr Details noch wissen, Matthias. Du kannst hier ganz leicht auf Details gehen und siehst dann auch wirklich, was verbirgt sich denn hinter diesem Teil im Regal. Schon cool, wenn man schon so lange zusammenarbeitet, dann kennst du genau, was ich, mir wünsche. Sind tatsächlich auch ein paar persönliche Wünsche, eingeflossen in die Entwicklung von mir, aber von ganz vielen unserer Anwender eben. Cool. Ja, das war so ein bisschen, was ich hier machen kann. Was ich auch noch sehe jetzt zum Beispiel, ich schaue mir jetzt mal diesen Behälter gleich mal an, was sich hier drin verbirgt. Oh, da muss ich mal kurz gucken. Jetzt ja. Wir sehen jetzt hier haben wir 'n Sicherheitsgurt mit drin. Hier habe ich 'ne Schraube, aber ehrlich gesagt, 'ne Schraube ist für mich nicht sinnvoll in so 'nem großen Behälter zu platzieren. Ich bin jetzt mal dafür, dass wir den Behältertyp hier verändern und, na ja, 'ne Schraube wir packen's jetzt mal in einen 41 47 kLT-Behälter und ändern mal den Behältertyp. Was mir aber auch irgendwie wichtig ist, ich will jetzt diesen Behälter ich muss mir noch überlegen, wie ich mit dem vorgehe. Vielleicht ändert sich ja auch noch mal meine Anstellung auf der Fläche. Ich schiebe den jetzt mir erst mal auf die Seite, weil der KLT stört mich jetzt in meiner weiteren Planung. Habe den immer zur Hand, habe den in meinem Area Retainer, sozusagen meine Auslagerungsfläche, wenn ich noch Sachen anstellen möchte oder die Elemente dann in Zukunft planen möchte. Die sehe ich jetzt hier, sind mir hier auch angestellt. Das sind jetzt erst mal die 2 Elemente aus dem Augen, aus dem Sinn, bis ich da wirklich Zeit habe für die weitere Planung. Ich Das ist ja 'ne sehe aber coole Funktion, weil diese Outside-Corner-Fläche war ja oft auch irgendwo im Weg. Da hat man sie noch besser gesehen, aber hier sieht man ja an der Zahl, dass da noch was zu tun ist. ja, also es hilft dir auf jeden Fall und du siehst dann auch schön, was wie viel Material noch angestellt werden muss. Was ich sehe, wenn wir jetzt hier die ganze Optimierung machen, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich den einen Behälter mal hierhin platziere und mir mein Regal hier hinstelle auf die Seite, weil ich dann doch manchmal die Materialien mir hier holen möchte. Und was ich mich halt oft frage, könnte ich nicht die 2 Materialien, die ich jetzt hier nicht unterbekomme, bevor ich ein neues Regal hinzufüge, nicht auch einfach in das Regal von daneben 'ne Fläche nebenan stellen? Weil dann würde ja mein Mitarbeiter, wenn er das Material holt, sage ich mal, nur ein ganz kleines Stückchen weiterlaufen, könnte mir aber die Chance geben, dass ich es spare für mich, noch ein neues Regal mit hinzustellen. Ich würde es gerne mal ausprobieren und mir einfach mal die Regale nebeneinander anschauen, was ich da machen kann. Und schaue mir jetzt die Regale an, hier noch mal in einer gemeinsamen Ansicht. Sehe ich die Regale, habe meine ganzen Informationen bezüglich des Regals, bezüglich des ja, der ausgelasteten Fläche hier zur Hand. Und eigentlich sehe ich hier doch noch ein bisschen Potenzial auf dieser oberen Regalebene vielleicht den ein oder anderen Behälter noch mit zu integrieren. Wir hatten ja unsere Sachen auf dem Flächenvorrat gehalten. Ich würde jetzt mal versuchen, diesen großen Behälter in das Regal mit zu platzieren. Und dann schauen wir mal, guck, haben wir schon geschafft. Das wäre 'n möglicher Lösungsweg für uns, dass mir genau Super dieses Idee. Ja, Material angestellt wird, weil nur Regale nimmt uns ja auch wieder Platz weg für 2 Materialien. Hier könnten wir mal schauen. Ich habe jetzt hier 'n 41 47, das heißt, ich habe 400 zur Verfügung noch. Und ich sehe eigentlich, dass ich noch auf meiner einen Regalebene hier 'n bisschen Platz hätte. Es wird eng. Was könnten wir machen? Wir können vielleicht mal sagen, was haben wir an dem anderen Regal noch für Platz? Schauen wir mal, vielleicht gibt's ja auch Möglichkeiten, wenn ich 'n Element mal rotiere. Das wird dann schwierig, hier noch mal mit zu rotieren. Könnt ihr mal hier sagen, ich versuche mal 'n
Behälter ein bisschen anzupassen. Vielleicht habe ich ja Chancen, das auch noch mal ins Regal mitzunehmen. Nein, leider reicht es mir nicht aus von dem Regalplatz. Also, da müssen wir uns noch eine gute Lösung suchen. Vielleicht hilft es auch, wenn wir sagen, wir tauschen dann noch mal den einen Behälter aus. Oder es gibt andere Möglichkeiten, das Material zu platzieren für das Zweite. Auf jeden Fall haben wir schon mal für eins eine Lösung gefunden. Ich schließe mir hier mal wieder den Retainer und würde jetzt auch mal sagen, wir schauen uns noch mal kurz an, was wir hier gesehen haben. Von der Auslastung her hat sich bei mir ein bisschen was geändert bei der Fläche, weil ich jetzt einfach ein bisschen weniger Flächenauslastung habe. Ich habe diese 2 KLTs hier nicht mehr stehen. Dadurch habe ich es geschafft, dass die Flächenauslastung nach unten gegangen ist. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich nutze diesen Platz, um irgendwelche Überlappungen, die ich jetzt hier zum Beispiel sehe, aufzulösen. Wäre auch ein möglicher Lösungsansatz, dass ich dieses Regal ein bisschen verschiebe von der Position oder dann eine Entscheidung treffe, dass ich hier auf einer anderen Fläche noch mal Umplanungen mache. Ich überlege gerade, vielleicht haben wir auch Chancen, den einen Behälter noch mal auf der anderen Seite vom Regal, von der Montagelinie mit zu integrieren. Da würde ich wirklich sagen, lass uns das mal anschauen im Detail, wenn wir uns auch noch mehr Informationen mit hinlegen. Was aber immer noch so 'n Punkt ist, und ich weiß, da bist du auch schon immer wieder mal drüber gestolpert: Wo befindet sich eigentlich mein Material? Wo befindet sich meine Fläche? Weil ich habe auch gehört, wir wollen noch mal auf der Fläche, sage ich mal, warte, das war doch die 18 ml, die Fläche, die wollten wir uns doch noch mal genauer anschauen. Schauen wir mal hier. Da wurde ich jetzt auch gefragt, ob man noch Elemente integrieren kann. Das Schöne ist, du fragst mich nach irgendeiner Fläche. Ich gebe die Fläche hier ein in meiner Suchleiste und ich komme direkt auch zu dieser Fläche, sehe die Flächenkennzahlen, sehe Flächeninformationen im Detail. Das heißt, ich kann dir auch zu jeder Zeit sagen, was befindet sich denn auf dieser Fläche und wie viel Chancen, Kapazitäten haben wir denn noch auf dieser. Könnte dir aber auch, wenn du willst, dir noch zukünftig ein bestimmtes Material suchen. Wir haben zum Beispiel 'n Sicherheitsgurt. Den finde ich dir hier auf jeden Fall bei mir in der Liste. Schau mal, der Cool. ist sogar hier im Regal. Das heißt, wir kommen direkt zu unserem Regal, sehen das Regal auch markiert und sehen dann, wo sich der Sicherheitsgurt befindet. Ja, Wo sehe ich das jetzt? Kannst du das mal aufklappen? den Sicherheitsgurt, der befindet sich hier auf der Regalebene 2. Cool. Haben wir den. Alle Infos direkt immer rechts zur Hand. Genau, auf der rechten Seite findest du immer alle Informationen. Das zieht sich hier wirklich komplett in dieser Ansicht durch. In unserer Planung im Web, du findest immer alles hier auf der rechten Seite, transparent für dich aufgelistet. Du hast immer ähnliche Muster, um zu Informationen zu kommen. Ich denke, das hast du jetzt auch schon immer wieder gesehen, hier direkt am Element über 3 Punkte. Das Gleiche findest du aber auch in klein noch mal hier in den anderen Ansichten mit angezeigt. Da könnten wir uns jetzt auch die Details, wenn du möchtest, noch mal anzeigen lassen. Ich habe dir hier auch noch mal paar Regalinformationen hinzugefügt, schon mal mit den jeweiligen Ebeneninformationen, dass das entsprechend hier steht. So, das wäre erst mal, was ich dir zeigen kann, und ich sehe, du warst schon neugierig und bist schon zu mir in den Webbrowser gekommen. Dir entgeht nichts, so ist es, ja. Natürlich bin ich neugierig immer. Und weißt du, was das Schöne wäre, wenn du jetzt die Ansicht, du hast es ja auch offen, und, sage ich mal, einen bestimmten Behälter oder Element verschiebst. Ich werde das auch sehen, wenn du das machst. Das heißt, wir können auch hier wirklich gut. Ich habe gerade nur einen Bildschirm. An welcher Station bist du denn gerade, Konstanze? Du kannst gerne zur Station 1/10 kommen. Okay. Ich glaube, das Material wird eher hier hinten gebraucht. Da schiebe ich das mal nach rechts. Ja, und dann aktualisiert sich das natürlich bei mir auch immer direkt in der jeweiligen Ansicht mit. Oh, jetzt sind die Farben wieder normal, wenn ich die Suche beende.
Das Regal lassen wir mal hier auf die Stationsgrenze schnappen und das sieht man bei dir dann auch Ja, immer sofort on the fly. wenn ich Klasse. jetzt den Behälter nehme, schau mal, kommt er bei dir natürlich auch auf die jeweilige Position, wenn du damit einverstanden bist. Wenn nicht, müsstest den Behälter jetzt wieder zurückschieben. Einigen wir uns drauf, dass wir meistens in unterschiedlichen Flächen arbeiten und nicht auf der gleichen, dann haben wir wahrscheinlich weniger Abstimmungsbedarf. Jeder darf erst mal seinen Vorschlag machen, aber schöne Demo, um einfach auch zu zeigen: „Ich sehe, hier arbeitet die Constanze Klee auch in diesem Planungsbereich mit drin und kann auch, erkennen, was, dort verändert wird, Ausbaustufe gerade noch in der Entwicklung ist, dass man dann irgendwann auch noch die Mausbewegungen sieht. Aber ich denke, wichtig ist, dass die faktischen Änderungen sofort erkennbar sind. Cool. Ja, und das Schöne ist einfach mit diesen Ausrichtungsfunktionen, ich habe gerade schon mal wieder ein bisschen verschoben, habe ich auch die Möglichkeit, die Elemente wirklich direkt aneinander zu positionieren oder ich kann sie eben entsprechend im Abstand zueinander anstellen. Und falls du doch mal wirklich detaillierte Abstände möchtest, haben wir auch hier die Option, das für dich entsprechend leicht einzugeben, dass wir dann sagen, wir haben einen Abstand von zum Beispiel 0,5 in den 2 Elementen, wenn wir das möchten. Natürlich nur. 0,5 Hosenknöpfe oder was? Das ist ja auch noch, Gute sehr Frage, interessant. Ja. Arbeitet man in Zentimeter oder in Meter oder in Inch? gute Frage. Das entscheidest du tatsächlich selbst, wie du arbeitest, in welcher Einheit. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten. Du gehst in deine Einstellungen, entscheidest, in welcher Arbeit du arbeitest. Du hast mir Inch grade vorgeschlagen. Dann können wir auch das umändern und es berechnet sich alles dann direkt automatisch bei den Kennzahlen auf die jeweilige Eingabe. Aber ich muss ehrlich sagen, Meter ist mir lieber. Da finde ich mich 'n bisschen mehr wieder zurecht. Aber das ist tatsächlich ja 'ne coole Funktion. Das heißt, wenn du international arbeitest, kannst du auch ganz easy umrechnen, oder sehe ich das Ja, Ja, richtig? Na es wird super. dir direkt umgerechnet, wenn du international arbeitest. Du kannst natürlich auch die Sprachen wechseln. Bin jetzt heute präferiert in Deutsch, kann aber auch auf Englisch direkt wechseln und sehe dann entsprechend alle Mhm. Informationen in der anderen Sprache dargestellt. Und das ist einfach auch das Schöne. Wir haben viele ähnliche Muster in der Software mit verwendet, wo wir sehen, dass dadurch die Anwenderfreundlichkeit erhöht wird und ich auch noch mal sehr schnell planen kann. Ich hoffe, das konnten wir auch gerade ein bisschen zeigen und wir sehr performant unterwegs sind in der gesamten Software und ich freue mich wirklich drauf, dass wir jetzt gemeinsam in unserem Planungsbereich arbeiten können. Wirklich 2 Nutzer, 3 Nutzer, so viele wie man möchte, können da auch gemeinsam arbeiten, Änderungen vornehmen. Und genau das macht einfach nur Spaß, wenn man da gemeinsam ein Ziel verfolgt und das voranbringen kann. Auf jeden Fall. Super. klasse. Jetzt haben wir ja einige schon, die letzten Wochen gebeten, den aktuellen Entwicklungsstand sich anzugucken. Der wird ja noch gerade auch, weiter komplettiert und, ich freue mich, dass wir da schon tolle Feedbackgespräche hatten und, dass Milan gleich spontan sich bereit erklärt hat, auch live hier mit reinzukommen. Milan, was kannst du uns berichten zu deinem ersten Eindruck Ja, zu Epolog Next Gen? Milan Auracher erstmal von der Firma Solfnex. Wir sind ein Planungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf die produzierende Industrie, arbeiten daher relativ stark auch mit IPO schon seit einigen Jahren. Und jetzt hat mir Matthias die Möglichkeit gegeben, mal auf die Beta-Version von der Next Gen draufzuschauen. Das haben wir natürlich dann gleich genutzt. Und ich muss echt sagen, das ist ein richtiger Sprung. Also es ist nicht nur eine neue Version, die jetzt da entwickelt wurde, sondern das ist wirklich Sprung, was einzig so 'n Nachteil, muss ich sagen, mein Kaffeekonsum wird zurückgehen, weil die Ladezeiten nehmen extrem ab. Das ist wirklich super. Auch bei uns im Projektgeschäft, wo dann doch mehrere mal auf einem Bereich unterwegs sind, ist diese Funktion echt mega, dass man jetzt sich nicht mehr gegenseitig hart blockiert im Endeffekt, wie es teilweise in der Vergangenheit war und wie es bei vielen anderen Softwareanbietern immer noch so ist. Da kann man
gleichzeitig im Endeffekt im gleichen Bereich unterwegs sein, nicht im gleichen Regal, hieß ja vorhin schon, aber zumindest mach du mal linke Seite Station 4, 5 und ich mache, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite die Station 4, 5 und dann kriegt man noch die Timeline bis 12 den Kunden noch gehalten, wenn's mal schnell gehen muss. Ist tatsächlich ein Fakt. Das war schon limitierend teilweise in der Vergangenheit bei vielen Softwareanbietern, ist immer noch so, wie gesagt. Ähm, Cloud, super. Da würde mich noch interessieren, kann ich das auch meinen eigenen also, wird mein Kunde sofort fragen, kann ich das auch auf meinem eigenen Server speichern? Du kannst es zum einen, sage ich mal, bei uns in der ePolog Cloud laufen lassen, aber natürlich auch auf eigenen Servern von Kundenseite. Da sind wir komplett offen. Ja, also ich freue mich drauf. Das Flüssige ist echt super. Also die, wie gesagt, Kaffeekonsum versus Ladezeiten, das ist echt richtig gut. Und wie gesagt, Cloud-Speicherung, online basiert, auch die Startzeiten sind super von dem System. Milan, vielen, vielen Dank auch kurz, für deinen Kaffeehinweis. Werden wir ernst nehmen. Ähm, genau, super. Also, wer jetzt noch mal mit seinem Projekt einfach Fragen hat, unsicher ist, ob das wirklich für ihn das Richtige ist, das ist gar kein Problem. Melden Sie sich hier bei Matthias Kellermann einfach. Wir führen gerne ein, kostenloses Erstgespräch, um Ihre Situation besser verstehen zu können, und wir freuen uns auf Sie. Hier noch mal vielleicht von mir auch noch mal ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an unser Team im Backend. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ihr solltet euch alle wirklich auf die Schulter klopfen. Ihr habt einiges geleistet die letzten Monate. Das müssen wir noch mal herausstellen. Ich kriege Gänsehaut gerade. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Auch Konstanze an dich noch mal. Du bist, gefühlt Tag und Nacht dabei. Also, wirklich danke, danke, danke und, wir freuen uns riesig. Heute ist der Anfang von einer neuen Reise. So, habt ihr noch was zu ergänzen? Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Vielen Dank dir, Bär. Ich gebe es auf jeden Fall weiter. Die Kollegen sind auch eifrig dabei. Es kommt auch noch mehr, kann ich schon mal sagen. Die Pipeline ist voll an Themen, die kommen wird und an neuen Features. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und Milan, vielen Dank für dein Feedback. Hat mich echt riesig gefreut, der Austausch mit dir. Und das ein oder andere ist noch auf der Liste, dass wir es für dich integrieren, was an Feedback kam. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank.